Salon Nautico, Barcelona Boat Show. They start to scribble on these napkins, and several years later, it's nominated for the European Yacht of the Year. Yeah. The record was 23.6 knots. Hat eine Woche gedauert, bis das Grinsen aus dem Gesicht wieder raus war. Wirklich, sowohl die drin als auch die draußen standen. Also, oh, cool. Salon Nautico, Barcelona Boat Show. Das ist ja hier so eine der großen Bootshows. Ein bisschen kleiner als die Boot in Düsseldorf, aber natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, sie anzugucken. Ehrlich gesagt, weil wir gestern schon hier haben, schon mal vorgeguckt und wir haben ein ganz besonderes, tolles Schätzchen gefunden, das wir euch vorstellen möchten. Und was wir auch gefunden haben, und das war auch sehr interessant, ist ein Katamaran, ähnlich von der Größe wie die Proud Snow Rose, wenn ihr euch daran erinnert, die wir uns mal angeschaut haben. Und die zeigen wir euch auch nochmal, weil wir da so ein bisschen mal den Vergleich ziehen können. Ja? Ja. Ja, wir gehen jetzt mal rein. Wollen wir so rumlaufen? Wir müssen eh hinten runter gucken, ob wir SVB sehen. Wir gucken da gerade nach einem neuen Anker. Ne? Das ist hier so ein zerlegbares Aluminiumsystem. Wir haben mal nachgeguckt, für die Amel sollten angeblich 10 Kilogramm reichen. Mich würde mal interessieren, ob einer von euch einen Alu-Anker hat, weil eigentlich geht es ja pro Gewicht beim Anker. Mich würde interessieren, wenn ihr einen habt, dann postet doch mal in die Kommentare, wie eure Erfahrung damit ist. Bei unserem Boot haben wir ja so einen automatischen im Motorraum drin. Und wir haben uns gestern hier erkundigt, was wir machen können. Und ich fand ganz interessant, die hatten uns dieses Produkt hier vorgestellt. Das ist ein Aerosol. Kriegen wir ein Angebot dafür. Bin ich sehr gespannt, weil ich hatte schon mal davon gehört, dass es da neue Produkte gibt, aber auch für sowas ist die Boat Show eben super, dass man mal für Kleinigkeiten sich nochmal neu orientieren und Informationen einholen kann. Could you please tell us something about this famous story? So the Shogun brand started with a 50-footer, and it was because the owner of the company, he had a previous performance cruisers that was a 50-footer, and he didn't like the fact that he needed like 12-13 people to call up to go sailing with it. He didn't like that the draft was very deep. He wanted a draft that could be retractable, but he still wanted the performance yacht. He still wanted a super nice interior. So he called up his friend, the yacht designer Håkan Södergren. Håkan Södergren has done almost 300 designs. He is a well-known designer. He's done the Lady Helmsman and a lot of the Helmsman series yachts. He called him up and they went for a lunch. And the owner told him that he wanted a new 50-footer that needed to be in carbon, super light, with lifting keel, and be able to sail on 2 people and have a nice interior. So the designer, they started to scribble on these napkins, and several years later they came up with the idea for the Shogun 50 that became almost half a ton lighter than his previous yacht, and they came up with the Shogun 50. Hearing the idea of this boat, they realized this concept is such a great concept, we got to do a brand of this. And as soon as the Shogun 50 hit the water, the ideas for the Shogun 43 started. And we have developed now the Shogun 3 over a few years. We've gone through every single detail of this boat, making it more consumer and production friendly, to bring a concept to the market for easy double-handed, fast sailing for everyone who would enjoy both a nice, comfortable cruising yacht as well as the performance feeling of the sailing experience.
Shogun is a brand new brand, in fact, so tell us more about that. So Shogun is a brand from 2018. We launched Shogun 50 in 2019. It was the first model, and now we're launching the Shogun 43. It's the brand new model for us. It's nominated for the European Yacht of the Year. Yeah. The Shogun brand is a Swedish brand built by the Linjet Yachts. Linjet Yachts has been building the Linjets since the 1970s. So they're a well-known boat yard in Sweden. They're known for their good craftsmanship. I can see the woodwork and the interior work. And the Shogun Yacht specifically is a brand for easy, fast, double-handed sailing, but it's still a performance cruiser. It's push-button sailing. We can do it easy with 2 people. You can go with your Code Zero, or if you have a Unicorn Furl, you can go Unicorn with 2 people as well. So the idea is that the boat should be easy to handle, even at top speeds. Okay. So we'll see the exterior. It's quite slim. It's a 43-footer. And when I stepped here inside, I felt it big. So why is it big? I think you feel like it's big because you have a lot of natural lights in the boat, and we don't have a go-through bulkhead up front. So the structure of this boat is very specific. When we build it, the whole structure comes all the way up, and we merge it in this inner line over here, which means that you have a structure that comes like this, and it becomes more supportive rather than you have straight holes. And when you do that, we can eliminate weight of the laminate. We don't need as much laminate because the shape itself becomes sturdy. And we eliminate the need for a full-head bulkhead, which opens up and gives us a lot of room to do an open interior and also have all these skylights up front. Every Shogun yacht has their mast quite far aft, so we do a big 4 triangle, which means that we have 100% self-tacking jib. So even if you have self-tacking, you're double-handed, you don't lose that much performance because you have a large ship on board. So that's all for the structure. So for the structure, it's like a tube, in fact. It's more like it's 2 parts that's like bended, and then we merge them together like a whole, and then we put just the cabin top on top. Which means that we get like a stiff structure out of the whole shape rather than the interior bulkheads. And that's why we can have so much windows, and that opens up, makes you feel like you're in a larger yacht. And what about the materials? I was told it's a very light material, so what's the invention about that? So the inside of the materials, also the outside, but the whole boat has a Divinycell sandwich laminate in carbon. The whole boat is a carbon yacht. Indoors we have dressed it with an oak veneer. So it's real wood. It's real wood, it's real oak, yes. Great. And there's a foam core. There's a Divinycell foam core. And we have 2 different laminates on the inside. So for the structural part like this, we have a carbon laminate, like I told. But for non-structural parts, we actually have a flax fiber laminate. And the trick with that is that it sounds like wood, and it's quiet when you're sailing, but it's still like light. So we get the lightweight, but you get a quiet boat that feels like a cruiser. When you touch, when you hear it, it feels like wood, but it's a lightweight material. That's just the oak veneer. So that's the idea with the interior. So we have introduced, like, we think about the sight, the smell, the visuals, what do you call it, the hair, like the sounds. So all your senses when you're sailing a yacht should be, so you use all your senses. So cool. The hydraulic system is in the table. Okay, cool. Yeah. Your push button here, so if you watch behind you, you have the travel and I actually already have a life raft down here. It's a big space for fenders, tools, whatever you like to bring. And then in the aft of the boat, you do have 3 lockers over here with quite good storage as well.
So this is a performance cruiser. So can you tell me something about the speed details? Okay, so the current speed record of the yacht is over 23 knots. It was done during a delivery to Germany from Sweden for the world premiere for this yacht earlier this year. So there was a crew on board of 4 people that did watches with 2 on deck and 2 downstairs. They got some really windy conditions, and as they were sailing, actually with a reef in, they did, I think the record was 23.6 knots for this one. It was really fast. It was really fast. It's not lifting. And it's not lifting, it's not a foiler. Right. It's planing though, has kind of a wired flat button, so it comes up when it's planing, so it goes surfing on the waves. Right. So that's how they can pick up that kind of speed. Okay. But what they say also is that they were excited when they were sailing it as well, and they felt completely safe. The boat felt very stable, very easy to drive. So even if those top speeds, they were very comfortable on board. Okay. Yeah. So I'm not a racer, but definitely I would like to feel that. Yeah. I don't have an idea. Yeah. So you can do top speeds with really short-handed people. Yeah. Okay. Thank you very much. You're very welcome. Die Shogun ist natürlich nicht unser Boot, also sowas wäre jetzt kein Boot, was wir uns kaufen würden. Wir kaufen nicht, Nee. mal segeln. Aber zum Segeln, also es ist ein total faszinierendes Konzept. Also man merkt, das ist ein Boot von Seglern für Seglern. Das kommt ja auch in der Geschichte mal raus und das merkst du halt an den Details. Das ist so, du hast Handrails überall, wenn du runtergehst ins Boot. Sie hat mir vorhin noch gezeigt, du kannst, ein Lehsegel ist integriert, das kannst du oben dann in die Rails einhängen. Es ist also an alles Mögliche gedacht, das richtige Gewichtsverhältnis, wo genau wird der Mast hingestellt, damit auch genügend Platz ist für eine Selbstwende. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als sie das so erzählt hat, weil das ist ja auch so ein bisschen unser Amel-Ding, was wir an der Amelia mögen, dass da ja wirklich an die Details gedacht wurde und dass das wirklich von Seglern für Seglern ist. Was brauche ich? Einen großen Fernseher, der sich rein und raus fährt auf dem Boot. Ich brauche ein Boot, wo ich mich festhalten kann bei Wellengang und wo ich gut segeln kann. Also das ist quasi modernes Knöpfchensegel. Also Knöpfchensegeln in modern. Ja. Wir haben Knöpfchensegeln klassisch und das ist Knöpfchensegeln modern. Das ist ja auch eine ganz andere Geschwindigkeitsklasse. Sie hatte ja erzählt, über 24 Knoten ist das Boot schnell gewesen bei der Überführungsfahrt. Und hatte derjenige, der es überführt hat, gestern auch noch erzählt, er hat den Durchschnitt gefahren von 16 Knoten. Und das ist ja gar kein Foiler, also das ist schon... Ja, und es hat eine Woche gedauert, bis das Grinsen aus dem Gesicht wieder raus war. Also der war selber total, das ist der Sales Manager, und der war selber total begeistert davon, wie super dieses Boot performt hat auf der Überfahrt hierher. Der hat irgendwie eine Woche gebraucht für einen Weg, wo wir irgendwie, keine Ahnung... 3 Monate. 3 Monate gebraucht haben. Ja, genau. Also ich würde es ja gerne mal segeln. Ich bin leider nicht gefragt worden, ob ich mit segeln. Ja, wir haben hart dran gearbeitet, sehr hart. Falls doch noch was wird, dann dürft ihr natürlich mit an Bord. Genau. Ne? Also hallo Shogun, wenn ihr das seht, Christoph würde so unfassbar gerne mit diesem Boot mal mitsegeln. Also vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Genau. Natürlich verlinken wir die Webseite und so weiter unten für diejenigen, die es interessiert. Und wir haben keinen Discount für euch. Wenn ihr das Boot kaufen wollt, dann sagt mal, ihr habt das Video gesehen. Da freuen sie sich drüber und wir freuen uns auch. Wenn ihr einen Performance Cruiser sucht, das ist absolut erste Sahne, alles aus Carbon. Die Farbe, die wir gerade gesehen haben, ist auch noch so ein nettes Mercedes Detail. AMG. Ist von Mercedes geklaut. Was heißt geklaut? AMG gekauft. Abgeguckt.
Und die Decke in dem Boot, ist von Tesla. Das ist auch ganz witzig. Und diese Decke ist, hat er uns auch gestern erzählt, die ist irgendwie, die haben sie im Tesla Model 1 gesehen und fanden sie total cool, haben sie da auch eingebaut. Also die Farbe ist nicht Standard, aber das Boot ist in jeder Farbe erhältlich. Selbst wenn du das in Pink haben möchtest, kannst du das in Pink haben. Also alle möglichen Variationen an Farbe sind erhältlich. Ist halt Carbon. Uns wurde auch erzählt, dass es halt oft auch so ist, dass der potenzielle Kunde kommt an Bord und sieht, boah, toll, Knöpfchen und schnell segeln und so. Und wenn man dann runtergeht, ist es wirklich wohnlich und tatsächlich auch für längere Turns ausgelegt. Und ja, das ist wirklich ein gutes Konzept, finde ich. Das passt, das ist in sich stimmig. Es ist stimmig. Das gefällt mir. Es ist stimmig und es ist vor allem zweckmäßig. Es ist für den Zweck gebaut. Ja. Und das ist Ja. Genau. so, jetzt gehen wir weiter. So ist es. Hier ist eine zweite Weltneuheit und zwar der neue Rockner. Rockner hat ihren Anker, der eh schon gut war, überarbeitet und weiter bearbeitet. Und hier ist er. Ich sehe ihn heute auch zum ersten Mal. Schönes Ding. Hier kann man sie vergleichen. Also hier ist der Schaft geändert. Das Wichtige ist der Überrollbügel, der ist geändert und die Flug ist auch geändert. Schönes Teil, kostet natürlich auch ein bisschen mehr als der alte, aber soll auch bei gleichem Gewicht mehr halten. Also das heißt, man braucht den eine Nummer kleiner als den klassischen Rockner. Das ist jetzt die XS 11. Die gucken wir uns gleich an. Wir haben einen Termin dafür. Bin mal gespannt, ob es dann ein bisschen leerer sein wird. Die wollen wir euch zeigen, weil die ist 37 Fuß. Ist genauso lang wie die Snowgoose, die wir uns angeguckt haben. Sie ist aber natürlich breiter. Also moderne Katamarane sind ja breiter. Die Snowgoose war ja nur 4,5, knapp 5 Meter breit. Die ist jetzt um die 7. Wir haben uns die ausgesucht, weil die ist ein bisschen ähnlich vom Konzept und ist auch nicht einer der standardklassischen Charterrisse wie jetzt die Lagoon oder die Bali oder so, sondern das ist halt auch so ein kleines exotisches Modell. Ich will nicht so laut sein, weil die sind direkt hinter uns. Jetzt kriegen wir noch ein paar Haue. Ich bin mal echt gespannt, wie die so aussieht, weil ich war ja noch nicht so oft auf Katamaranen und für mich im Kopf ist das halt einfach ein gigantisches Platzerlebnis und ich bin echt mal gespannt, wie das Platzgefühl jetzt von der Snowgoose im Vergleich zur XS jetzt ist. Also sehr gespannt zu sein. How long is it open today? Till 7. The brand Axis? Not really. Clark. Let me introduce you a little bit. Okay, so Axis is a brand from Veneto Group. Okay, just as an example. Yeah.
That one is more heading to the charter experience, and Access is looking for owners. Right. That's up. Yeah. I mean, you are quite a small tower. You will see that the spaces are very wide. Basically, we have two configurations, either 4 cabins or 3 cabins. 3 cabins will be the owner version. So we have 2 cabins here with 1 bathroom, 1 head sharing the 2 cabins with separate showers. So big bathroom, but sharing with the 2 cabins. Instead of having 2 small ones, we have 1 very big. Okay. If we have the configuration with 4 cabins, 2 pools, will be the same. This is the 3 cabin configuration. This is not wider, but this is longer. I think the other one is Yeah, this is the master. Yeah. The master cabin. Oh. Okay. The same reaction every time. Yeah. We saw a 51, a 50 of a friend you saw him, and it was okay. What about storage? Where do I see there are cupboards? There's a lot of storage. We have a lot of big storage on the bed. Okay. Okay. For pillows, blankets, Yeah. towels. Yeah. That's. This is very convenient. Yeah. A lot of storage here as well. Okay. Okay. This is built access. This is not a storage. This would be the skipper cabin, 2 meter long. It's just a bed. Yeah, just. Okay. Okay, that's really That's stored away. Yeah. So. You're a bit taller than me. It is really. So, tschüss, ne? Tschüss. Ja, gefällt dir? Ja, ein bisschen stickig, ne? Man fühlt sich so ein bisschen eingesperrt. Also wenn Christoph nicht brav ist, muss er hier rein. Danke. Ja, gib mal her. It's a little bit claustrophobic. I don't know how to say it. It feels small, but no, but that's like so. Das klappt natürlich nicht. Okay. Small. Wir haben ja gesagt, wir vergleichen das so ein bisschen mit der Snowboost 37. Was mir hier auffällt, also es ist erstmal deutlich breiter, es ist 6,59 Meter breit, die Snowboost war ja 2 Meter schmaler. Also man hat hier ein größeres Raumgefühl, es ist auch ein bisschen höher hier unten. Und was mir hier, das ist jetzt der 3-Kabinen-Riss, also für eine Familie im Prinzip. Was mir hier gut gefallen hat, das hat hier eine Doppelkabine. Auf der einen Seite, also hinten schläft man quer, das ist was Besonderes aus meiner Sicht. Nicht unbedingt mein Fall, ich hätte es lieber andersrum, aber es gibt in der Mitte ein großes geteiltes Badezimmer. Tatsächlich auch vernünftig groß, also mit einer richtigen Dusche, wo man duschen kann. Vorne ist dann ein bisschen schmaler, aber ist auch okay für die Kinder zum Beispiel. Drüben ist ein eigener Rumpf, der besteht vorne aus einer riesigen Dusche. Dazwischen aus so einer Art Ankleidezimmer, wo auch die
die elektronischen Geräte von hinten komplett zugänglich sind, also Inverter und auch die Navigationselektronik, was ja auch richtig ist, sind alles in Schränken drin, sodass man rankommt, wenn irgendwas ist. Und dann schließt sich im Heck die eigene Kabine an mit einem Bett vom 1,80 x 2 Meter, was auch wirklich groß ist. Wenn man hier draußen am Steuerstand steht, sieht man komplett durch das ganze Boot. Und man hat eben den großen Freisitz auch um sich herum. Also es ist wirklich für Eigner gedacht, dass einer steuern kann, wenn er steuern muss, nicht der Autopilot übernimmt. Trotzdem die Gäste oder die Familie draußen sitzen, man ist immer zusammen. Und das finde ich ein gutes Konzept, weil es hier eben auch keine Flybridge gibt. Braucht man auch nicht als Eigner, aus meiner Sicht. Was ich hier ganz klug, auf dem Vorschiff auch ein ganz kluges Konzept finde, ist, dass man hat ja beim Katamaran immer das Problem, dass man entweder einen Anker außermittig hat oder 2 Anker dann hat. Und die Snowgoose hatte 2 Ankermöglichkeiten, 2 Wippen, hat die hier auch, aber eben auf einer Seite, und dadurch ist in der Mitte die Kettenführung ist asymmetrisch. Das heißt, das Trampolin ist asymmetrisch geteilt, finde ich eine ganz kluge Lösung. Trotzdem nah eben am Vorstag. Und also ich finde es tatsächlich ein erstaunlich sympathisches Boot, hätte ich gar nicht so erwartet. Also im Vergleich, man geht hier tiefer, bei der Snowgoose liegt das ein bisschen vom Grundriss alles ein bisschen anders. Du hast hier draußen genauso viel Platz wie drin. Im Küche, Salon, Sofa. Das ist irgendwie ein Ding, so das ist genauso groß wie hier draußen. Das finde ich ein bisschen, mir persönlich ist der Platz drin zu klein. Also ja, Karibik, klar willst du draußen sein, aber für Ostsee brauchst du auch drinnen Platz. Und den finde ich tatsächlich ein bisschen klein. Man kann das hier offensichtlich nicht zumachen. Also es gibt Konzepte, da kann man das hier nochmal zumachen. Zumindest vielleicht mit wie eine Kuchenbude auf dem Monohull. Das ist hier nicht. Also hier ist wirklich draußen ist draußen, drin ist drin und drin ist relativ klein im Verhältnis zu draußen. Das Gefühl auf dem Boot finde ich gut, ausreichend Platz. Ich finde es nicht zu klein. Zu groß mögen wir ja auch nicht so richtig. Das finde ich ganz gut. Wenn das hier das Verhältnis ein bisschen anders wäre, hätte ich es persönlich besser gefunden. Mir ist das drin zu klein. Vor allem, wenn ich mit Familie unterwegs bin. 2 Kinder, 2 Erwachsene, wird das da drin auf dem Sofa echt eng. Marian hat ja selber gerade angemerkt bei dem anderen, dass praktisch der Außenraum zu klein ist. Zu groß ist im Vergleich zum Innenraum. Und hier ist eben ein ganz anderes Konzept. Hier ist außen und innen irgendwie dasselbe, aber du kannst es eben durch die Fassade schließen und hast dann eine Schiebetür, die sich öffnen und schließen lässt, elektrisch. Das ist jetzt bei Bali gewesen, was wir uns gerade angeguckt haben. Die Access, die gehört ja zu Lagoon. Ah, merci beaucoup. Wir sind gestern ja hier schon mal ein bisschen lang gelaufen und da haben wir die gesehen und da sage ich noch zu Christoph, aber guck mal, das ist ja alles offen bis ganz nach vorne, das ist irgendwie ja ganz komisch. Und dann war gerade bei dem nebendran einer, der hat offensichtlich die gleiche Frage gestellt und dann kam der Verkaufstyp und hat dann erstmal so runtergelassen, da ging es nicht automatisch, sondern per Hand und wirklich sowohl die drin als auch wir draußen standen dann, oh, cool. Weil du machst das halt zu und dann ist es so. Weil so ist es natürlich, also wir haben uns echt gefragt, wenn es regnet, kalt, was weiß ich, gibt nichts zum Zumachen, keine Kuchenbude. Und dann, nee, du hast einfach die Tür da oben drin, holst sie raus und zu. Wem das jetzt zu viel Fremdboote waren, nächste Woche geht es weiter auf unserer Amel.
Wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben, vor allem Marion, das Video zu übersetzen auf Deutsch, damit ihr das auch auf Deutsch habt. Und das ist auch unsere Frage. Das war sehr aufwendig. Die Frage ist, braucht ihr das? Wenn nicht, würden wir gerne darauf verzichten, weil wir treffen hin und wieder mal interessante Menschen hier, die wir euch auch gerne vorstellen wollen würden. Sagt uns einfach Bescheid, ob das okay ist, wenn das Ganze auf Englisch ist. Das wäre eine kleine Erleichterung für uns. Genau, bitte in die Kommentare, das hilft uns. So, nächste Woche geht es wieder weiter auf der Amel und wir zeigen euch etwas ziemlich Spannendes. Und ich würde sagen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, schaltet die Glocke ein, folgt uns auf Instagram und Facebook und ich würde sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.